Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, nicht zu weit weggehen, Deadly Premonition, wo wir in der letzten Folge es leider nicht so ganz geschafft haben, Becky zu retten. Aber wir schon den nächsten Auftrag haben, nämlich Isaac und Isaiah, die beiden Zwillinge, sind unterwegs mit diesem komischen, dicken Blumenverkäufer. Und wir gehen jetzt mit Emily los und holen die Jungs ab, weil es ist creepy. Und außerdem haben sie etwas, was uns interessiert. Also, ich habe schon vermisst, Auto zu fahren. And today, we're stuck here having to search for lost children. They're not lost. We're the ones who are lost. And so we are, Emily. Okay, das war Zach, creepy. we may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time at a time like this. War das gerade eine Anspielung darauf, dass er so Zeit alleine haben möchte mit Emily? Also ich wär ja total dafür, wenn er das wirklich sagen würde. Ich fahre gerade voll in die falsche Richtung, oder? Ja, ein bisschen runter. Aber ich würde erstmal sagen, wir fragen Emily, ob sie ein bisschen Zeit mit uns verbringen möchte, bevor wir so entscheiden, dass wir im Wald irgendwie ein Schäferstündchen mit ihr machen wollen. Juhu, Autofahren! Oh, okay, reden. I can't believe 2 people have been murdered in our town. And now 2 young children are at the center of it all. I just can't come to grips with it yet. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. Might be easier for you because you don't live here. These were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. It's really depressing. I know. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. But, oh, Agent York, sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess what's most important. I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice. Justice? I must admit, I'm surprised to hear such a... how should I say this? Such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right. And that's what's important. I understand, but still, you seem... I'm sorry. I need some time to think. Whatever do you want to think about? Justice. I want to think about justice. Zach, she's quite the philosopher, isn't she? Then again, death makes everyone a philosopher. Das Gespräch gerade war echt schön, aber wir haben keinen Tank mehr. Falls ihr das gerade seht, uns geht gerade der Tank aus. Fahr! Oh, wir sind fast da. Nein. Das ist kein Autounfall. Okay. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, dahin zu laufen. Es ist ja nicht mehr weit. Vielleicht können wir auf der Straße dahin laufen. Das Gespräch gerade war echt schön. Is there something you want to check out? Well, either way, it doesn't matter. I can see you won't be rushed. I'm gonna go ahead, okay? Okay, that would be fine. Then I'll head over to the place that Lily mentioned. Okay. Don't take too long before you catch up, okay? Okay. Dann laufe ich jetzt einfach mal den Weg weiter. Auch wenn es jetzt eine Weile dauert. Aber ich möchte jetzt nicht meine Signalfackel dafür benutzen, weil ich habe, glaube ich, noch relativ wenig. Und ich muss ja auch irgendwie von da nachher wieder runterkommen. Aber das Gespräch, das die beiden hatten gerade, das war echt schön. Also über Gerechtigkeit so nachzudenken. Und das... Es dauert so lange, bis ich da bin. Und dass Emily einen guten Sinn für Gerechtigkeit hat. Und das stimmt schon. Es war... Er hat so ein bisschen versucht zu flirten, glaube ich. Er hat es versucht. Es dauert jetzt wahrscheinlich ewig, bis ich da angekommen bin, wo ich hin möchte. Aber ich möchte meine Signalfackeln eigentlich nicht so verschwenden. Außerdem ist das jetzt auch nicht mehr so weit. Bisschen halt. Also müsst ihr jetzt noch kurz mit meinem unschüssigen, komischen Filler-Gelaber klarkommen. Wahrscheinlich ist mein Anzug dann total verschwitzt und niemand möchte mehr mit mir reden, weil ich stinke. Ich muss den auch zur Reinigung bringen. Ich will mal den neuen Anzug anprobieren, den wir gekauft haben. Den von Polly, den mit den... Waren es blaue Streifen oder sowas?
Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Wir sind bald da. Wir haben es fast geschafft. Ja, er geht langsam aus dem Puste. Wisst ihr was? Nein, wieso gucke ich mir jetzt die Karten an? Zurück. Ich wollte ins Inventar. Projektile. Ich glaube, einen können wir benutzen. Hatte doch keine Lust mehr weiterzulaufen. Alter. Ich habe jetzt einen neuen Streifenwagen anscheinend. Und das nächste Mal sollte ich vielleicht nicht vergessen zu tanken. Ich sollte vielleicht wirklich ab und zu mal eine Tankstelle aufsuchen. Das ist vielleicht wichtig. Aber der Tank geht doch voll schnell leer, ne? Aber es hätte jetzt auch bestimmt auch noch ewig gedauert, bis wir da jetzt hingelaufen wären. Dann wäre die Folge wieder vorbei und dann, nee. Das möchte ich euch jetzt gerade nicht antun. Ja, es wäre echt noch weit gewesen. What the fuck? Das neue Auto fährt sich nicht so gut wie das alte. So, Zach, this case turned into a multiple homicide. Ja. What kind of motives turn a criminal into a serial killer? Is it hedonistic? Ritualistic? Copycat crime? Sex-related? Cannibalistic? From the Bureau's statistics. These interesting ideas don't always really explain the real motive. They're just words. Phrases that the media uses to scare citizens. The spotlight falls on a mere 1% of all cases. Only the weird ones. You understand all this, right, Zach? No matter how bizarre a crime may appear to be, at the root, there is always rage and personal interest. Right, Zach? Most people simply don't kill for pleasure. Nee, da ist irgendwas But that kind of common sense never applies to our investigations. Maybe we're lucky. Or unlucky, depending on how you look at it. We end up working on those cases in that 1%. Do you remember, Zach, the first case we handled just after becoming a special agent? Now let's talk about this another time. Okay. I don't feel like it right now. Ja, es geht auch gerade ziemlich viel in der Stadt ab. Und das Autofahren ist mit dem neuen Auto schwieriger als mit dem alten. Okay. Irgendwas geht gerade komplett schief. Dieses Auto lässt sich irgendwie gar nicht steuern. Aber Gott sei Dank haben wir es jetzt endlich geschafft. Da ist Emily. Agent York, I found Isaac and Isaiah. They're over there. Let's go. Okay. Wo ist, Forrest Cason? Ach, da ist er. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. Very clever. So, tell me, you two. Could you perhaps tell me your other special secret with Becky? No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm not telling. We promised Becky. Now that's a problem. Because I also made a promise to Becky. A promise to catch the bad man. But I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? Gute Taktik. Haben wir es geschafft? Geben Sie uns das Medaillon? She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Wieso muss ich jetzt wieder zurück zu der Tante? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something.
It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. Das Medaillon. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no, because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it Das wird gerade ourselves. total kompliziert. Ich glaube, Jörg checkt da auch nicht mehr durch, wer was für wen jetzt wo, wie, wann. So Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day. Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Diane, but that has nothing to do with me, Lüge. right? Lüge, ich trau dem kein Stück. Yes, I believe so. Nein. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? This is all starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Gemein. Isaac and Isaiah, thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't Oh she? nein. She'll come and play with us again, Oh nein. won't she? Boys, about Becky. That's right. Becky is almost totally better now. Ich glaube, das ist nicht But gut. I don't think she'll be able to come and see you. Sie sollte I lieber was die told Wahrheit by sagen. Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool. We'll keep this a secret then too. Das ist so Wow, that's why traurig. Anna and Becky are such good friends. Okay, Willie. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Genau mein Gedanke. Dankeschön. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Oder letzte Folge. Oder irgendwann habe ich das auch gesagt. Jörg denkt wie ich. Okay then, Zach. Let's go over what we found out recently about the case. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. Ja. But then we have what Nick's wife Olivia told us. Dass die eine Affäre haben. Wahrscheinlich. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zach? Nein, ehrlich gestanden nichts. Die sind ins Museum gegangen. Ja, in die Kunstgalerie. That's right, the art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. Das stimmt. He has no alibi for the crime. But that fact alone Vielleicht means nothing. sollten wir mal mit ihm reden. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? War das nicht ihr Freund? Der Quint? Ah ja, ich wollte gerade sagen. Der Quint war es. That's right. It was Quint, Becky's boyfriend. He went to her house and saw the tragedy. Now, about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an
inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. Du hast ihn gesehen, er war da, also We also obvious war's found er. one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Der Zach? Brief an Diane. Ja. That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. Soweit waren wir She auch also schon. admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky. There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who's that? Das hatten wir gerade eben erst. Zu den Zwillingen. Alter, Forrest Cason. Gruselig. Nein, ich will, dass der geht. Der soll verschwinden. Ich mag den nicht. Ich habe ein ganz That's right, ungutes Gefühl bei dem. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Das war kein Zufall, ganz Is sicher nicht. Kaysen involved in this? Ja, Or ganz was he sicher. just there by coincidence? Nein, das glaube ich nicht. I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it Vielleicht so badly? Ist ein Bild des Questions Mörders mounting. drin. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky Das glaube and ich then nicht. called us from the scene? Der war viel zu aufgelöst. but everyone is suspicious one way or another. Ja, das stimmt auch wieder. What should we do next? Ich würde mit Nick reden als nächstes. Okay, who's the most suspicious? Darf ich das jetzt entscheiden? Wen ich am most suspicious finde? Von den dreien? Ganz sicher, Nick, finde ich. No, I don't think so, Zach. Nein? He's certainly suspicious, but there is someone else at the center of this. Dann kann es nur Diane sein. Dann kann es nur Diane sein. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen. The elegant owner of the art. Die ist flott, die flotte Besitzerin der Galerie. Zach, that's our next move. Okay. We'll start with Diane. Wenn du das sagst, ich hätte bei Nick angefangen, aber ist okay. Dann fangen wir bei Diane an. So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you Hat mean? sich rasiert. Wait in the parking lot of the art gallery. Jörg hat sich and tail rasiert, der Diane Bastard. as she leaves. Warum? Er sah so If gut there's anywhere aus. Other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes, I will. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. Okay. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Muss ich jetzt so lange wieder irgendwie einen Scheiß machen? Also, Zigaretten rauchen? Und warum hast du dich rasiert? Warum? Du sahst so gut aus und jetzt siehst du aus wie Francis York Morgan, nur nicht heiß. Ich hab schon wieder Geld bekommen für nichts. Fuck, ich hab so viel Geld. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Wir speichern mal. Das war ein relativ kurzes Kapitel, wo wir nur die zwei Jungs finden mussten. Aber ich würde echt nicht sagen, dass wir uns auf Diane fokussieren sollten. Ich denke echt, dass wir uns mehr auf Nick konzentrieren sollten. Aber wie gesagt, ich
Mach das, was York mir sagt. Nein, er hat es doch nicht rasiert. Er hat doch sein Bart, Gott sei Dank. Looks like we have some time to kill. Ja. We can go to the diner and see how Nick and Olivia are doing. Aha. Okay, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir gehen zum... Ich habe noch keine Ahnung, was deiner ist. Gefallene Göttin. Gefallene Göttin. Wow. Das Kapitel hat so einen melodramatischen Namen. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Wo ist denn das? Ach, das ist das Diner da vorne, da wo das... Ah! Alter, dieses Auto ist so dumm! Ist da vorne, wo das Sandwich ist, ne? Wo ist das Sandwich? Alter, dieses Auto ist viel zu schnell und viel zu wendig und viel zu... Das Auto geht gar nicht. Okay. So, da ist das Diner. Stopp! Oh, da ist Forrest Cason. Ups! Ich hab Forrest Cason angefahren! Ups! Das hat jetzt niemand gesehen. Ihr habt keine Zeugen dafür, dass ich das war. Ich war's nicht. Zach, is there something here that you want to check out? Ja. We need to be at Carol's bar at 2200. We're free until then. Ich guck mir nur einmal kurz an, wie es gerade Olivia und Nick geht. Wo ist der Eingang? Ich habe den Eingang übersehen. Und ich habe aus Versehen Forrest Cason angefahren. Aus Versehen, es war keine Absicht. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Auch wenn ich ihn nicht mag. Ist kein Grund, ihn gleich anzufahren und hoffen, dass er blutig verreckt und stirbt. Okay, die sind da hinten in der Küche, aber da darf ich ja nicht rein. Vielleicht kann ich mich ja reinstehlen. Oh. Ja? Nein? Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. Das hatten wir doch schon mal, oder? No. Get the hell out of here. Och Mann, ich will aber auch in die Küche. Zach, everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his. Oh. Ist okay. Dann reden wir halt hier. Olivia, rede mit mir. Hast du schon gehört? Becky ist tot. Agent York. Kann ich etwas für dich tun? Reden, bitte. Nach diesem Anruf vom Sheriff. Becky wurde ermordet, nicht wahr? Ja, von George. Es war George. Das werde ich jetzt überall herum erzählen, dass es George war. Nick kam nach Hause, als ob nichts geschehen wäre. So wie immer. Aber gerade das macht mir noch mehr Angst. Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die Arme. Wie sehen meine Stats eigentlich gerade aus? Ja, ich könnte mal was essen. Ja. Kann mal hier mir was zu essen holen. Ich habe ja eh Geld wie noch was. Ja, ich hätte gern die Speisekarte. Du willst etwas essen? Oh gut, ja, bitte. Ich hätte gern, ein Muschelsuppe. Muschelsuppe klingt doch lecker. Muschelsuppe. Ich habe viel Muschelsuppe gegessen. Ach, lecker. Wie lange saß ich jetzt an dieser Muschelsuppe? Wie viel Uhr haben wir? Gib mir die Uhr. Gib mir... Wo ist die Uhrzeit? Hallo? Dann gehe ich halt wieder raus und gucke dann nach der Uhrzeit. Hier kriege ich ja eh nichts hin. Weil keiner von den beiden hier mit mir reden möchte. Ich kann noch mal kurz speichern. Aber die Episode mache ich jetzt doch noch ein bisschen länger. Ein bisschen. Ne, ist nichts drin. Okay, dann gehen wir raus und gucken mal nach der Uhrzeit. Yeah, stürmen wir ins rote Nichts. What the fuck? Das sah gerade komisch aus. Guck mal, das Wurzelbier. Ich konnte das Wurzelbier leider nicht mitnehmen. Und Schokolade. Wurzelbier und Schokolade. Oh, ich bekomme Hunger. Tomatensauce. Wir haben nicht mal irgendwas. Okay, los. Bevor wir hier noch weitere Zeit verplempern, rauchen wir. Wo sind die Zigaretten? Da sind die Zigaretten, bitte. Zigaretten, da. Haben wir uns ja erst vorhin welche geborgt von Becky. Und stopp. Perfekt. Perfekt getimed. Wir müssten jetzt eigentlich... Ja. Perfekt. Kann ich da nicht hinlaufen? Einfach. Sieht nicht sonderlich weit weg aus.
ich mal wieder überall nur hinlaufen möchte, nur damit ich nachher nicht tanken muss. Es ist schon wieder in meinem Kopf, dass ich nachher wahrscheinlich tanken muss und deswegen lieber jetzt laufe, anstatt irgendwas anderes zu machen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn diese Folge hier jetzt wieder ein bisschen länger wird. Aber es ist gerade hier so... Ich weiß nicht. Ach, fuck. Ich muss hier außen rum. Es ist so... Auto. Es bahnt sich hier irgendwas Großes zusammen. Irgendwas wird hier bald passieren. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass es mit Forrest Cason zu tun hat. Entweder mit Forrest Cason oder mit Nick. Ich glaube, Diane hat irgendwie nicht so viel mit zu tun. Das ist nur einfach so ein Bauchgefühl von mir. Ah, das ist da hinten irgendwo. Gucken wir mal. Ja, das ist da hinten. Das war jetzt zu Fuß eigentlich nicht so schlimm. Hätte sich nicht gelohnt, jetzt kostbaren Sprit dafür zu verschwenden. Okay, Leute. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was wir herausfinden über Diane. Oh yeah. Perfekt. Emily? Wieso sitze ich auf einmal im Auto? Wo kommt das Auto her? Nick's still in the bar. Just as we planned, then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Jetzt flirten wir hier mit Emily, während die beiden da drin sich betrinken. Perfekt! Besser hätte man sich den Abend nicht vorstellen können. Wieso regnet es? Das ist nicht gut. Agent York, Nick is leaving the bar. What about Diane? She isn't here tonight. Was? Emily, check that with George. Was? George, can you hear me? Nick's leaving the bar. Kein gutes Gefühl. What's happening with Diane? No movement. Tell me what to do here. Stay put, George. I'm thinking Nick will head to the Ja, ne, gallery. weil Diane Let's nicht meet da up ist. there. 10-4. Copy that. Agent York, it's Nick. Der fragt sich, glaube ich, wahrscheinlich auch, wo Diane ist. Wollen wir noch zur Galerie fahren und gucken? Wollen wir das noch machen? Ich glaube, das machen Sorry wir to noch. keep you waiting. Let's go. Oh, ich bin mit Thomas und Emily unterwegs. Time to play with the big boys. Nick. Oh, das finde ich voll toll. Das freut mich gerade voll. Ich finde das so schön. Gott sei Dank ist George nicht dabei. Ich bin immer noch sauer auf den. Wegen... Okay, ich muss ihm hinterherfahren. Ich bin immer noch sauer auf den wegen was er mit Becky gemacht hat. Ja, was ist mit Diane? Warum ist sie heute nicht trinken gekommen? Und vor allem, sie ist auch nicht rausgekommen, weil sonst aus der Galerie sonst hätte, er hat mich bemerkt, oder? Oh nein. I think he noticed us. How can you stay calm at a time like this? We've just failed. No need to worry. Nick will do this all again tomorrow night. Was? How can you be so sure? If he breaks his daily pattern just because he saw us tonight, Hab ich gerade echt then Scheiße that would mean gebaut? he's up to no good. We can question him then. He'll be at the bar. Nein, bet hab ich dinner jetzt on. Scheiße gebaut? You sound very confident. Nein! Alright then, Oh we'll try nein. again tomorrow. I'll let George nein. know that we're trying again tomorrow. Ach Mann, das So, we have to do all this again tomorrow? That's right. Looks like Nick gets to play with the big boys for another day. Das war scheiße. Oh. Gebt mir kurz 2 Minuten. Dann bin ich wieder da. Ich werde kurz was machen. Ich bin auf einmal komischerweise wieder hier angekommen. Ja, ich habe den letzten Speicherpunkt nochmal geladen und habe dann ab da nochmal bin zurückgegangen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich sowas öfter mache. Ich bin eigentlich keine, die oft irgendwelche Speicherpunkte lädt, aber das war jetzt echt dumm von mir und das wollte ich euch einfach nicht antun. Dass wir jetzt nochmal so einen Tag vergeuden. Falls ich es dieses Mal aber trotzdem wieder versauen sollte, werde ich... nicht zu schnell fahren. Werde ich das alles offscreen machen und euch dann wieder zuschalten, wenn ich wieder da bin. Aber das auch erst in der nächsten Folge. Also hoffen wir mal, dass ich diese
diesen Part noch hinbekomme. Jetzt wird diese Folge noch ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Falls ihr etwas dagegen habt, könnt ihr es mir gerne sagen. Sagt mir einfach, mach 25 Minuten Videos oder... Oh nein, ich bin zu weit weg. Beeil dich. Fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller. Oh Gott, ich dachte schon, ich verliere ihn gerade. Da ist ein Auto vor uns. Also ja, sagt mir einfach, wie ihr es gerne haben möchtet. Ob ihr es auch mögt, manchmal ein paar etwas längere Folgen zu haben. Weil ich bin so eine, wie die dann einmal angefangen hat. Die spielt dann auch ein bisschen. Und wenn euch das nicht stört, dann würde ich das gerne beibehalten. Ja, wir sind gerade wieder in der guten... So. Nicht, dass der wieder zu weit wegfährt. Es ist gerade sehr intens. Sehr intens. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich was falsch mache. Wir fahren einfach mal. Das ist echt gerade so eine komische Mission, die wir hier machen müssen. Also mit dem Hinterherfahren. Nein, 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 nicht so schnell, nicht so schnell. Oder er fährt vielleicht einfach nur zu langsam wegen dem Regen, das kann auch sein. Wir lassen ihn mal ein bisschen weiter vorfahren und pirschen uns dann langsam von hinten ran. Wir sind wie so ein Löwe, der gerade irgendwie eine Antilope essen möchte. Nick ist die Antilope und wir sind der große, böse York-Löwe. Ne, wir sind nicht groß und böse, wir sind einfach nur behaart und sexy, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Okay, sind wir dann langsam bald mal bei der Galerie? So langsam wird es hier echt nicht mehr cool. Man muss sich auch ziemlich arg konzentrieren. Ich muss jetzt ein bisschen schneller fahren, weil sonst verliere ich ihn. Hey, was? Nein, 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 nein! Nicht rückwärts fahren! Da lang, da lang! Okay. Okay. Wir sind wieder auf Track, wir sind wieder auf Track. Keine Sorge. Ich krieg das hin, Leute, ich krieg das hin. Wir müssen doch aber jetzt bald mal bei dieser Kunstgalerie sein, oder nicht? Noch nicht so schnell. Aber was ist denn daran bitte schon so schlimm, wenn er uns bemerkt? Also ich weiß nicht. Die stellen sich hier an wie, keine Ahnung, James Bond für Arme oder so. Ist doch normal, dass das FBI hier auch durch die Stadt fährt, oder nicht? Ich meine, nachdem 2 Morde passiert sind, die tun, glaube ich, ein bisschen arg überreagieren. Naja, was soll's. Fahren wir einfach mal weiter. Aber wir sind zu nah, wir sind ein bisschen zu nah. Lass die noch ein bisschen vorfahren. Dann. Wir sind schon wieder zu nah. Kann er nicht mal schneller fahren? Alter, wir sind hier bestimmt in einer mindestens 50er-Zone. Und ich gucke hier bei nicht mal 10 km/h rum meiste Zeit. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier erzählen soll. Es regnet und es ist kalt. Ich sitze hier gerade im Auto mit Emily und Thomas und die sind beide unglaublich ruhig. Die sind, glaube ich, gerade von dieser Verfolgungsjagd genauso angespannt wie ich. Die fiebern immer so mit so. Oh, wir kommen jetzt doch zu nah. Oh nein, wir sind doch zu weit weg. Oh, wir müssen die Kurve schneller nehmen. Sowas. Nein, siehst du, jetzt fährt er wieder schneller. Das ist total komisch. Der Nick, ich glaube, der ist auch ein bisschen betrunken. Der war den ganzen Abend in der Bar und jetzt möchte er irgendwo hinfahren. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, der ist einfach nur besoffen und weiß gerade selber nicht, was er tut. Und hier ist irgendwie so ein anderes Auto. Das fährt hier auch auf dem Gegenverkehr einfach so. Hallo, anderes Auto. Voll gut, es juckt hier niemanden, wer wie fährt. Hauptsache, wir kommen ins Ziel. Auch wenn da auf dem Weg 5 Unfälle passieren, juckt keinen. Ach, gutes, altes, kleines Kleinstadtdorf. Ich fühle mich hier schon so voll Need for Speed mäßig. Mit meinen nicht mal 20 Stundenkilometern, wie ich hier diesem Auto hinterherjage. Aber ein bisschen schneller, weil sonst entwischt er mir. Ich fahre mal 30 Stundenkilometer. Oh, damn. Das Tempo nimmt rasant zu. Alter, wie schnell fährt denn der jetzt? Fährt mir noch weg?
Der mit Nick? Warte. Nicht so schnell fahren. Aber wenn mich meine Sinne nicht trügen, deutsche Sprache, sollten wir gleich beim Museum sein. Das müsste hier irgendwo dann bald liegen. Hoffentlich. Bitte? Ein bisschen zu schnell. Wahrscheinlich fahren wir auch gerade den größten Umweg von irgendwo. Wahrscheinlich wären wir in einem anderen Weg viel, viel schneller gewesen. Es tut mir leid. Ich wollte die Folge eigentlich nicht mehr so lang machen, aber es zieht sich jetzt. Ich wusste auch nicht, dass die Verfolgungsjagd hier so irgendwie 3 Stunden lang geht. Irgendwie 5-mal um den Block herum und dann nochmal zurück zur Bar oder so. Das wäre jetzt echt scheiße. Wenn er jetzt echt nochmal zurück zur Bar fahren würde, das wäre echt kacke. Ja. Also noch sind wir im Rahmen, aber ich sollte gucken, dass ich noch mal ein bisschen aufhole. Damit der mir da vorne nicht wegfährt. Der Nick. Ja, jetzt geht er gut und wir fahren auf den Gegenverkehr. Aber wir haben ja vorhin gesehen, wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Oh Gott, ich hab's geschafft! Schlimmste Verfolgungsjagd ever! Und diese Wetterpuppe ist gruselig. Die ist echt... Guck mal, sie sind alle voll angespannt, obwohl ich nochmal... Komm schon! Also, bei mir sah das eindeutig actiongeladen aus. Au! Gott! Jörg! Alter! Alter! Was ist das? We'd all have halos by now if I was driving. I think someone's putting a curse on all the cars I drive recently. Und du fragst dich, warum? Wirklich? Ist das dein Ernst? Agent York, Nick's getting away. Don't want time to get serious. Hold on, you two, this might get bumpy. Alter, was ist gerade falsch mit dem? Ohne Scheiß! Wie fährt denn der? Muss ich jetzt eine richtige Verfolgungsjagd machen? Das wird zu cool. Alter, George. Ohne Scheiß, der hat die ganze Zeit hier auf uns Is Nick gewartet. here? George. No, he hasn't showed up here. Wir waren vor What ihm about da. Diane? Ja, Any klein movement? Wunder, so wie wir gefahren sind. Wie No auf so einem action here Rambo. at all. Did something happen? Yes, a little. But George, something's different about you. Are you okay? Er hat ein schlechtes Gewissen Actually, wegen Becky. I had a little drink while I was waiting. This is my first murder case, after all. I'm on edge, and I needed one. Ohne There's Stress. only a little, though. I'm still in control. What the fuck? Naja. Ein angetrunkener George, das kann ja nicht schlimmer sein wie ein total kompletter nüchterner George, der einfach irgendwelche kleinen Mädchen aus Versehen umbringt, also. Zach, Nick and Diane are probably both inside. Hä, aber wie? Nick ist doch gar nicht hier aufgetaucht, wie kann der dann da drin sein? George, you're sure you didn't Ja, see ne? Nick? Also, hä? Positive. I haven't taken my eyes from the entrance all Außer night. wenn du gesoffen hast, aber... Not that I don't trust you, George. But I'm positive Nick is here. Warum? Woher willst du das Is wissen? there another entrance? Not that I know of. Ein Hintereingang ist doch bestimmt, oder nicht? Well, I'll go look for one. Help me out if you can, would you? Ja. Okay. Was? Was sind das für Geräusche? Alter! Was ist mit dem Himmel los? Was ist denn hier los? Was geht gerade ab? Es ist kein Wagen gekommen und ich habe Nick auch nicht gesehen. Doch, das tue ich, George. Darum geht es ja auch nicht. Was war das denn für ein Gespräch, bitte? Was ist das? 5 war es. 0 auf... Alter, was ist denn hier los gerade? Da hinten sind Thomas und Emily. Aber wisst ihr was, Leute? Ich beende die Episode hier jetzt einfach. Es ist mir gerade eindeutig viel zu abgedreht, was hier gerade abgeht. Man guckt euch mal hier den Himmel an. Und irgendwas ist hier bestimmt ganz faul. Lasst ein Like da oder einen Kommentar, falls es euch interessiert, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gerade... Oh, Tom ist so süß. Total gehypt drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Oder je nachdem, zu welcher Zeit ihr das gerade guckt. Und
Macht's gut. Bye, bye.